Oh? Zack, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute, ja, letztes Mal gab es schon den Nutella-Burger. Der war schon echt crazy. Diesmal wird es nicht ganz so crazy, aber trotzdem, auch da habe ich was entdeckt. Und zwar KFC hat, auf den Philippinen zumindest, was Neues rausgebracht. Ang Big Boss ng mga tacos. No shell, all chicken. The new KFC Chaco. Den Chaco. Das ist genauso eine tolle Namensgebung wie die Schitzer, nur Chaco. Also Chicken und Taco. Und den machen wir nach. Da hinten, da unten bei mir in der Küche. Verrückte Sachen gibt's da. Für unseren Chaco brauchen wir Chicken. Hühnerbrust, Hähnchen, Hähnchenschnitzel. Die sind schon schön flach. Machen wir uns noch ein bisschen flacher. Wir haben hier geschnittenen Eisbergsalat. Wir haben hier Streukäse, eine Salsa-Soße, mein Lieblingsmais hier. Dann, Entschuldigung, Plastikzitrone. Ein bisschen scharfe Soße. Hier, zack. Mayonnaise. Und ein Gewürz. Ich nehme gerne meinen Frittenpfeffer für Hähnchen. Ihr könnt aber auch Salz, Pfeffer, Paprika nehmen. Kein Problem. Auf geht's. Ach, was ihr nicht seht, ist alles zum Panieren. Also Ei, Mehl und Paniermehl. Hier habe ich so ein schönes Stück Hähnchenschnitzel. Und jetzt behelfe ich mir, weil ich will es platt klopfen, indem ich auch unten, da unten so eine Klarsichtfolie hinlege. Hähnchen drauf. So, Klarsichtfolie, die zweite drauf. Hat jetzt zwei Vorteile. Vorteil 1 ist, mein Hammer wird nicht so dreckig. Vorteil 2 ist, ich platte ist der Klopf. Ich klopfe es sehr platt und dann kriegt man es einfach wieder besser hoch. Also jetzt erstmal vorsichtig ein bisschen verbreitern den ganzen Kram. Oh, Taco-Style. Und nicht so wild und so doll, ne? Sonst zerreißt es alles. Sanft klopfen. So. Sieht ganz ordentlich aus. Ziehen wir mal ab. Und ja, geil. Wenn jetzt hier ne, so ein bisschen was aufgerissen ist, ist nicht schlimm. Das panieren wir nachher weg. So, jetzt das Hähnchen ab ins Mehl. Ups. Schön melieren von beiden Seiten. Oh, ist mir schon was kleben geblieben. Ärgerlich, machen wir einzeln nachher, so als einzelnen Hähnchenstreifen. So, und die andere Seite auch. Ja. Panieren ist immer ein bisschen mit Kleekram verbunden, ne? Nützt nichts. So, rausnehmen. Die nächste Kumme. Ich ehrlich bin sogar die gleiche, nur einmal abgewaschen. Jetzt 2 Eier einschlagen, möglichst ohne Schale. Das erste ist schon drin. Das zweite hinterher. Da ist doch ein bisschen Schale. Mist. Erwischt. Ich strecke das gerne mal mit ein bisschen Milch. So. Und dann die ganze Chose hier vermischen. Ach, misch. Das dauert ein bisschen. So, irgendwann ist dann aber auch gut mit Mischen. Wobei, ich bin schon mal ausgeschimpft worden von einigen von euch, wenn ich das nicht ordentlich mache. Deswegen jetzt mal eine Sekunde länger. So, jetzt hat aber wirklich keiner mehr den Grund zu meckern hier. Doch, Moment, hat er schon. Weil diesmal will ich die Eimischung hier würzen, damit das auch schön ans Hähnchen rangeht. So, das darf ruhig überwürzt werden. Verrühren. So, und dann zur Seite stellen, weil jetzt muss ja noch das Paniermehl vorbereitet werden. So, zur Seite. Geht weiter. Was für ein Übergang mit Paniermehl. Ihr könnt jetzt auch Panko benutzen. Hätte ich auch gemacht, hatte ich nur gerade nicht da. Also normales Paniermehl. So, Hähnchen hergeholt und jetzt ja, ist ja jetzt kein großes Geheimnis, ne? Erst ins Ei und nach dem Ei natürlich beide Seiten eineiern hier und dann ins Paniermehl. Immer nur eine Hand nehmen, dann macht ihr euch auch nur eine Hand schmutzig. So, schön andrücken und unser erstes Hähnchen ist paniert. Das machen wir 2 Mal und dann geht es an die Pfanne. Noch ein bisschen rüber hier. Oh, Matsche.
Während in der Pfanne das Fett heiß wird, machen wir jetzt noch ganz schnell unsere Taco Mayo. Das ist eigentlich nichts anderes als, komm, ordentlich Mayo. So, 2 kräftige Esslöffel. Ja, wenn ich es noch rauskriege, reicht aber schon. Ein Spritzer Sriracha. Und ein Spritzer Zitrone. Zack. Das Ganze jetzt verrühren und dann ist hier auch eigentlich quasi unsere Chili Mayo, Lemon Chili Mayo fertig. Auch als Taco Mayo bekannt. Ja, reicht schon. Meine Pfanne, Stufe 4 von 6, ein bisschen Öl und das Hähnchen einlegen. Und das geht recht fix, weil es ja sehr dünn ist. Trotzdem lieber einmal mehr wenden als verbrennen lassen, weil ihr seht ja, wird sehr schnell goldbraun. Einmal noch wenden und dann sind wir auch schon fertig. So, ich habe hier so einen Küchenkrepp hingelegt, weil ich es nachher noch anfassen möchte, das Hähnchen. Jetzt hier frittiert hinlegen und jetzt belegen wir uns das erstmal wie so ein Taco. Ja, das heißt, wir nehmen was von unserer Chili Mayo, das tun wir hier so in die Mitte, zack. So, dann etwas von unserem Eisbergsalat hier so in die Mitte rein. Halt typisch wie ein Taco. So. Hier jetzt ein bisschen Taco-Soße, Salsa-Soße. Geil. Ein bisschen was vom Corn, also vom Mais. Ich stehe ja total auf Mais, aber jeder so viel wie er mag. Und ein bisschen Käse. Ein bisschen. So. So. Weltpremiere, habt ihr gemerkt? Es gab nicht wieder dieses obligatorisch drumherum Gefahre und Foto gemacht. Das hat einen Grund. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Ding hier hätte fotografieren sollen, weil es hält die Form nicht. Deswegen habe ich mir so eine schöne Hotdog-Tüte aufgeschnitten, um euch zumindest hier den Schako zu zeigen. Mal nah dran. Da ist er. Der Schako. Ist das praktisch? Nee, überhaupt nicht. Mal gucken, wie es sich essen lässt und wie es dann schmeckt. So, Mahlzeit. No. Schmeckt natürlich geil, ne? Ist frittiertes, paniertes Hähnchen mit Salat, Mais und Soßen. Und Käse. Aber muss man das zum Taco formen? Nö. Dann lieber einfach drauf und mit Messer und Gabel essen. Aber lecker ist es, deswegen esse ich es auf. Moment. Mein Fazit also, Entschuldigung, sehr lecker, würde ich es nachmachen? Nö, anders. Frittiert euch ein schönes Hähnchen, packt da Salat und Käse drauf und Soßen und esst es so. So ist es eine Klägerei bei der Vorbereitung, eine Klägerei beim Essen. Und nur um einen neuen Fantasienamen zu haben, braucht das keine Sau. Tschüss, ciao, euer Marco vom ehrlichen Essen. Lecker ist es, aber total unpraktisch. Geil, jetzt ist die Gabel reingerutscht. Oh, ich dödel. So, irgendwann ist dann aber auch gut mit Mischen, wobei ich bin schon mal ausgeschimpft worden. Schön, dass du zugeschaut hast, das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.